GT Omega bringt mit dem Apex Steering Wheel Stand ein preisgünstiges Modell auf den Markt. In diesem detaillierten Review beleuchten wir alle A bis Z Details von Aufbau bis zur Ziellinie und testen gleichzeitig auch den sehr edlen Element Series Nappa Bürostuhl. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. GT Omega hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Das GT Omega Portfolio kann in den nächsten Monaten hier in meinem Simracing Testcenter in Salzburg von euch unter die Lupe genommen werden. Buchen und besuchen heißt die Devise. Das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Den Link dazu gibt es unter diesem Video. Es gibt keinerlei Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin wie gewohnt kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1: Das Unternehmen. GT Omega betritt mit diesem Review das erste Mal meinen YouTube-Kanal. GT Omega ist bereits seit vielen Jahren auf der Simracing-Bühne und bietet von kompletten Rigs, Rennsitzen, Bürostühlen und weiterem Zubehör den heute vorgestellten Wheelstand. Bei Interesse klickt euch am besten durch die GT Omega Homepage. Es gibt dort sehr vieles zu entdecken. Kapitel Nummer 2: Die Preise und das Zubehör. Der GT Omega Apex Steering Wheel Stand, so heißt die genaue Produktbezeichnung, ist Stand heute um etwa 140 € direkt über die Homepage des Anbieters erhältlich. Der Shifter Mount schlägt mit gut 40 € zu Buche, ein Keyboard Tray ist ebenso optional erhältlich. Zusätzlich kann der Wheelstand zum vollwertigen Rig erweitert werden. Monitorstands sind ebenso verfügbar, klickt euch wie bereits erwähnt durch die Homepage und entnehmt dort am besten die tagesaktuellen Preise für jegliche Peripherie. Der in diesem Video gezeigte Bürostuhl hört auf den Namen Element Series Nappa Leather Edition und ist mit gut 500 € in der Oberklasse der GT Omega Bürostühle angesiedelt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, der Zusammenbau. Du benötigst absolut keine speziellen Handwerkskenntnisse, um dieses System zusammenbauen zu können. Rechne mit einer Aufbauzeit von um die 30 bis 60 Minuten, abhängig davon, welche Peripherie du ins Auge gefasst hast. Ich hänge hier an dieser Stelle die wichtigsten Schritte live mit rein und gebe dann ein paar Infos mit. Viel Spaß dabei!
Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die Einstellungsmöglichkeiten. Sehen wir uns dieses Kapitel am besten live und direkt an. Sehen wir uns den Wheelstand in der Nahaufnahme an. Welche Verstellmöglichkeiten hast du hier geboten? Beginnen wir wirklich vielleicht gleich mit der Verbindung zwischen dem Grundrahmen des Wheelstands und eurem Bürostuhl. Da siehst du, hast du hier so eine Clamp-Lösung, in der dann eure Bürorollen wunderbar einrasten. Da hast du einen Vorteil mit so einem Bürostuhl, auch hier wie bei diesem GT Omega, ist eben ein High-End-Modell, du hast ordentlich große Bürorollen. Und wenn du die hier so einsetzt, da siehst du, dann rasten diese passgenau hier ein, wackeln nicht rum. Das heißt, auch hier hast du eine wirklich passfeste Verbindung, so würde ich dies jetzt beurteilen. Du siehst, du hast eine Verstellmöglichkeit, du kannst jetzt hier über dieses Langloch mit dieser Clamp noch etwas näher ran, noch etwas weiter weg. Ich persönlich bin knapp 1,90 groß, nutze die weitestmöglichste Position hier, um wegzukommen mit dem Bürostuhl. Wichtig für dich, ordentlicher Bürostuhl, ordentlich aufgepolstert für längere Sessions. Da zahlt es sich in meinen Augen aus, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Die Verstellungen in Höhe, in Sachen Neigung und so weiter, vielleicht hier noch eine Polsterung im Lendenwirbelbereich oder eine Kopfpolsterung, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt zurück zum Wheelstand. Du hast Verstellmöglichkeiten hier unterseitig mit diesen beiden Griffschrauben sozusagen, die öffnest, schließt du, um dann die Höhe der Wheelbase-Aufnahme hier nach oben, nach unten zu setzen. Auch hier habe ich absolut keine Einschränkungen. Gleiches gilt für die Befestigung der Wheelbase. Auch hier kannst du erkennen, du hast hier so ein Langloch-Design, wo du dann einen entsprechenden Anstellwinkel, wenn die Wheelbase nicht out of box mitbringt, von um die 10, 15 Grad ergonomisch einzustellen. Auch das ist möglich. Sogar ein Negativwinkel wäre möglich, da kannst du etwas nach unten kippen, wenn du tief sitzend in der Formula-Position unterwegs sein möchtest. Kommen wir zur Pedalaufnahme. Hier hast du über die ganze Länge, das könnt ihr hier gut erkennen, diese 3 Langlöcher links, 3 Langlöcher rechts, hier durchgehend bis zur Unterseite, um eure Pedale ergonomisch anzupassen. Und der Anstellwinkel, der wird in meinen Augen sehr solide gelöst. Du hast hier so Einrastzacken, so Einrastmulden, wo du dann entsprechend hier deine Befestigung setzt. Bei Pedalen der Elite V2, das wisst ihr, die haben out of box einen Anstellwinkel um diese Position und die kannst du dann entsprechend zu dir dann noch kippen, zu dir neigen. Da seht ihr, da bin ich auf so einer mittleren Position unterwegs. Hast du neutrale Pedale am Start, kannst du hier etwas nach unten gehen, je nachdem, welche Sitzposition du einnehmen möchtest. Hier beim Handbrake-Shifter-Aufnahme, da hast du dieses Bracket direkt verbunden. Auch hier hast du eine leichte Range, das kannst du hier gut erkennen, das kannst du etwas neigen, etwas nach oben, nach unten noch neigen und dann eben deinen Shifter verschraubt. Der Fanatec Shifter, Lochbilder, all dies passt zusammen, out of box, genauso wie mit der Wheelbase. Ja, das Ding zusammengeklappt, sehr einfach, das siehst du hier über dieses Gelenk bzw. hier über diese Aufnahme hochgeklappt, zusammengeklappt und unter deinem Tisch verstaut und du bist wieder sauber aufgeräumt in deinen eigenen 4 Wänden. In Sachen Stabilität, das gucken wir uns dann noch im Rennstreckentest an, aber ich habe klarerweise schon vorher ein paar Runden gedreht, kann ich euch sagen. Eine wirklich gute, solide Aufnahme, das könnt ihr hier gut erkennen, wenn ich hier mit der Hand etwas fest an dem Wheelstand rüttel. Hier gibt es in meinen Augen für einen Wheelstand dieser Preisklasse absolut nichts zu bekritteln. Das ist alles Metall klarerweise, hier eine Metallformrohrkonstruktion. Gleiches hier, ein dickes Bracket für die Aufnahme, das ist ordentlich gelöst. Genauso ordentlich wie eine dicke Metallstrebe hier zur Befestigung der Clamp für deinen Bürostuhl. Kommen wir kurz noch am Ende zu diesem Bürostuhl. Nappa-Leder hier aufgezogen, hier ein belüftetes Design, so perforiertes Leder, sehr edler Stoff. Hier gucken wir mal, ihr seht so ein wirklich schön gut gelungenes Design bis hoch hier an den Seitenflanken, auch hier wunderbar eingenäht. Dann seht ihr diese, wie heißen diese 4D-Verstellmöglichkeiten hier in Höhe, so, nach vorne, nach hinten, all dies ist möglich. Sitzneigung, Einrastmechanik, hoch, runter, all dies, was eben Bürostühle dieser Preisklasse bieten und sich in meinen Augen, wenn du jetzt einen Bürostuhl anschaffst im Preisbereich von 500 €,
Das zahlt sich für mehrere Jahre aus, verglichen mit diesen 100, 150 Euro Wackeldackel-Modellen. Zurück von den Einstellungen, weiter geht's mit Kompatibilität von Wheelbase, Pedale, Sitz und Monitor. In Sachen Kompatibilität sind diverse Lochbilder der gängigen Wheelbase-Anbieter vorgebohrt. Bei der Pedalplatte gibt es über die Langlöcher so gut wie keine Einschränkungen für die Pedalmontage. In Sachen Bürostuhl verwende ich den hauseigenen GT Omega Element Series Nappa und dieser weist große und stabile Rollen auf, die perfekt in dem Verbindungsbracket Platz finden. Beim Monitor ist alles beginnend vom Schreibtisch über den Fernseher oder Monitorstand Betrieb möglich. Kapitel Nummer 6: Materialauswahl und die Verarbeitung. Die Ware kommt ordentlich verpackt ins Haus geliefert. Alle Bauteile wurden sauber und passgenau verarbeitet. Alle Lochbilder und die Zuschnitte passen exakt zueinander und die Beschichtung ist fehlerfrei ausgeführt. Zusammengefasst handelt es sich um eine gut gewählte Balance zwischen Materialstärke und eben dem Einsatzzweck. In Sachen Element Series Bürostuhl spielt dieser in der absoluten Oberklasse der Stühle mit. Vollmetall beim Rahmen, die ganze Unterseite Vollmetallrahmen üppig dimensioniert und satt aufgepolstert, hebt sich dieses Modell deutlich von der Bürostuhlklasse 100 bis 300 Euro ab. Nächstes Kapitel: Subjektiv, die Optik. Der Apex Wheelstand und auch Element Bürostuhl bietet einen unaufgeregten Understatement-Look. Mit Aufklebern, die beigelegt sind, lässt sich das Markenbranding anbringen, wenn man dies eben will. Ansonsten ist out of box nur das dezente Branding am Stuhl ersichtlich. Mir persönlich gefällt die schlanke Bauweise und der dezente Look sehr gut, aber dies ist natürlich immer wieder subjektiv einzuordnen. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel Nummer 8, der Rennstreckentest. Lasst uns wie gewohnt über alles live und direkt auf der Strecke sprechen. Bis gleich. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Gran Turismo 7. Hier klarerweise auf dem Apex Wheelstand in diesem GT Omega Bürostuhl. Und was haben wir an Peripherie montiert? Das ist eine Fanatec DD Pro Wheelbase mit Boostkit 8 Newtonmeter. Das Ganze läuft über eine PlayStation 4 Pro. Wir haben ein McLaren GT3 Lenkrad mit dem Quick Release 2 Pro ausgestattet und hier rechtzeitig montiert den Fanatec Shifter, Fanatec Handbrake und Pedale der Vollständigkeit halber Fanatec CSL Elite V2. Sämtliche Reviews zu diesen ganzen Komponenten, die findet ihr in meinem Kanal wie gewohnt. Was für ein Gefühl macht der Apex Wheelstand auf den ersten Metern? Ich habe hier im Fanatec Tuning Menü, lasst uns da kurz nochmal reingucken, Force Feedback Strength auf 100% hochgedreht, um das maximale Drehmoment von 8 Newtonmeter dieser Base samt Boostkit auszureizen. Ihr seht, der Apex Wheelstand von GT Omega macht eine gute Figur, hier in so einem Slalom in Sachen Stabilität. Bei einem Wheelstand, da könnt ihr klarerweise nicht diese Boxstabilität eines Aluprofil-Rigs erwarten, das ist klar. Das muss euch bewusst sein, da werdet ihr nie hinkommen mit keinem Wheelstand der Welt. Aber ich würde sagen, das, was ich hier auf diesen ersten Metern auf der Rennstrecke spüre, das ist gut. Und zwar nicht nur gut, sondern sehr gut für einen Wheelstand. Ich spüre auch hier über die direkte Verbindung des QR2s gut die Effekte rumgebracht von der Wheelbase direkt ans Lenkrad. Und hier spielt der Wheelstand klarerweise auch eine Rolle, wenn du so ein labiles Wackeldackel-Ding, so wie erst kürzlich von mir getestet auf der Simracing Expo am Xbox-Stand am Start hast, dann verlierst du sehr viel dieser Effekte von der möglicherweise guten Wheelbase. Und das ist schade und das soll klarerweise nicht der Fall sein. In Sachen Labilität, gut, dass wir jetzt hier durchs Ziel gefahren sind. Und Pedalplatte, das seht ihr hier. Ich habe die Elite V2 Low-Cell-Pedale, die haben bis zu einer 120 Kilogramm Low-Cell, glaube ich, am Start. Und das siehst du, hast du ein schönes, kräftiges Feedback. Das heißt, du hast eine leichte Verwindung, einen leichten Flex der Pedalaufnahme, der Pedalplatte, aber das geht in meinen Augen für den Wheelstand absolut in Ordnung. Für dich extrem wichtig ist, wenn du jetzt so Pedale, Low-Cell-Pedale treten möchtest, dass du hier nicht zurückrutscht. Und das siehst du mit diesem Bürostuhl, da hast du wirklich eine hohe Bandbreite, wo du fest reintreten kannst, bevor dieses Ding kippelig wird.
Und auch hier wiederum, you get what you pay for. Ich habe diverse Wheelstands schon mit Bürostuhlen getestet von 100, 150, 200 Euro bis zu 3, 4 und in diesem Fall sind wir um die 500 Euro für so einen Bürosessel. Auch hier wirst du deutliche Unterschiede spüren. Du hast bei diesem GT Omega Bürostuhl super große Rollen. Diese rasten wunderbar, ich zeige euch das dann in der Nahaufnahme, hier in dieser Verbindung zum Wheelstand ein. Das heißt, du hast kein Hin- und Herwackeln, kein Hin- und Hereiern über die Rollen und gleichzeitig dieses Grundgestell dieses Bürostuhls massiv mit Stahl hier, mit Eisen unterseitig verbunden, hier hast du eine direkte Verbindung und dann wackelst du nicht auf diesem Bürostuhl so hin und her, wenn du fest in die Pedale treten möchtest. Vom Sitzkomfort brauchen wir nicht zu sprechen, wenn wir ein 100, 150 Euro Bürostuhlmodell vergleichen zu so einem fast schon Edelluxusmodell im Preisbereich von 500 Euro. Das geht in Sachen Aufpolsterung los, Verstellmöglichkeiten, in Sachen Haptik, hier mit diesem Nappa-Leder. Klarerweise bist du hier auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Springen wir jetzt nochmal rein in so ein Rennen und dann testen wir nochmal, wie es aussieht mit diesen anderen Komponenten. Hier mit einer Shifteraufnahme, das können wir hier auch am Stand gucken. Auch hier hast du klarerweise Wheelstand typisch Limitierungen, aber auch das geht in meinen Augen okay. Währenddem du hier beim harten Shiften klarerweise eine Bewegung über diese komplette Aufnahme hast, ist hier dieses Bracket zur Verbindung mit deinem Shifter bzw. des Grundrahmens gut gemacht. Das ist eine dicke Metallplatte, mehrere Millimeter dick, 6, 7 Millimeter wahrscheinlich. Und das funktioniert, bzw. diese Verbindung zum Wheelstand ist in meinen Augen relativ gut gelungen. Auch hier über die Handbrake, auch das funktioniert in meinen Augen ganz gut. Springen wir jetzt nochmal hier in dieses Rennen rein, drehen wir nochmal ein paar Meter und gucken uns das jetzt live in Action an. Hier mit diesem Audi R8 GT3 und springen wir jetzt hier auf den sequentiellen Shifter. Auch hier seht ihr, das funktioniert. Nochmal für einen Wheelstand in diesem Preisbereich einwandfrei. Da müssen wir immer die Kirche im Dorf lassen. Wie viel gibst du aus? Du bezahlst für so einen Wheelstand 150 Euro rund um den Dreh. Deinen hauseigenen Bürostuhl, den schiebst du mit ran oder gönnst dir hier so ein Luxusmodell. Und viel günstiger wirst du ein Setup nicht an den Start bekommen, beziehungsweise hast du hier vom Feeling eine ganz andere Welt am Start, als wenn du dieses Ding jetzt hier auf einen Bürotisch schraubst. Auch das muss ich euch rückmelden. Wenn du die Möglichkeit hast, diese 150, 200 Euro zu investieren, dann greife auf alle Fälle zu einem Wheelstand. Und zu einem Wheelstand, einer der beliebtesten Wheelstands in meinem Kanal, das ist der Next Level Racing DD 2.0 Wheelstand. Wie vergleiche ich den jetzt hier mit diesem GT Omega? Ich persönlich würde meinen Fokus auf dieses Modell von GT Omega legen. Jetzt wirst du dich fragen, warum. In Sachen Stabilität sehe ich keine großartigen Unterschiede dieser beiden Modelle. Das ist ähnlich stabil. Ein Vorteil bei diesem GT Omega Apex Wheelstand ist in meinen Augen die bessere Verbindung zwischen Stuhl und sozusagen Wheelstand mit dieser Clamp. Das ist solider gemacht, diese Verbindung ist besser, die ist auch verstellbar über das Langloch. Das ist in meinen Augen ein besseres Konzept. Fertig. In Sachen Shifteraufnahme verglichen mit dem Wheelstand 4DD 2.0 von Next Level Racing finde ich diese Konstruktion etwas stabiler. Ist klarerweise auch etwas jetzt subjektive Interpretationssache. Aber ich muss sagen, hier hat GT Omega in diesem Preisbereich wirklich ordentlich abgeliefert, um so eine Wheelbase im Preisbereich 500, 600 Euro, im Kraftbereich 8, ich sage jetzt mal maximal 10 Newtonmeter ordentlich aufzunehmen. Wir werden dann auch vielleicht mal kräftigere Wheelbase hier draufschnallen und dann noch mal gucken, wie es aussieht. Aber es geht hier sicher um ein ausgewogenes Konzept und da würde ich jetzt sagen, in diesem Kräftebereich Fanatec DD Pro, Moza R9, Symagic Alpha Mini, 10 Newtonmeter maximal, Thrustmaster T818 um die 10 Newtonmeter maximal.
da wirst du mit diesem Wheelstand in meinen Augen dein Auslangen finden. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 9, negativ. Selten in meinem Kanal, aber in dieser Preislage gibt es beim GT Omega Apex Wheelstand nichts Negatives zu berichten. Gleiches gilt auch für den edlen Element Series Bürostuhl. Respekt GT Omega, ohne einen negativen Aspekt kommen nur selten Produkte durch meine sehr detaillierten Testläufe. Darum geht es weiter mit Kapitel Nummer 10, neutrale Aspekte. Die Stabilität des Apex Wheelstands ist hinsichtlich des Preises angemessen und somit in meinen Augen neutral. Hier gilt es immer festzuhalten, dass ein Wheelstand nicht für den Einsatz von 15, 20, 25 Newtonmeter Wheelbases vorgesehen ist und gleichzeitig soll dieser natürlich mobil sein. Das würde einer hochmassiven und sehr schweren, sperrigen Konstruktion widersprechen. Den Preis des Element Series Bürostuhl, den ordne ich für die gebotene Qualität als hoch, aber fair und somit neutral ein. Kapitel Nummer 11, die positiven Aspekte. Verarbeitung und Materialauswahl sind auf einem guten Level und die Ausstattung samt Bürostuhlklemme ist zum Preis von 140 € sehr positiv zu bewerten. Die stabile Verbindung über die Klemme ermöglicht kräftiges Bremsen, auch mit Low-Cell-Systemen. Gleiches gilt für die einfache Handhabung und den simplen Zusammenbau. Für Wheelstand-Verhältnisse macht die Shifterhalterung einen ordentlichen Job. Gut finde ich, dass man diese nicht mitkaufen muss und somit optional angeboten wird und demzufolge etwas Geld sparen kann. Nächster positiver Aspekt ist eine tolle Ergonomie, viel Platz auf der Pedalplatte und einen Anstellwinkel der Wheelbase-Aufnahme in beide Richtungen. Und GT Omega vergisst auch nicht aufs Kabelmanagement und legt einige wirklich wertige Straps mit bei. Der Bürostuhl bietet das, was man vom Preis erwarten kann, vielleicht auch etwas mehr. Ich habe diverse Bürostühle von Mitbewerbern der 1000-Euro-Klasse Probe gesessen und muss sagen, dass sich der Element Series Nappa absolut nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil, eine wirklich tolle Verarbeitung, sehr gute Aufpolsterung, ein durchgehender Metallrahmen, sehr viele Verstellmöglichkeiten, feinster Nappa-Lederüberzug. Mehr geht in meinen Augen in dieser Preisklasse nicht, wenn man einen Bürostuhl für viele Jahre sucht. Kommen wir zu Kapitel Nummer 12, Fazit und die Kaufempfehlung. Toller Erstauftritt von GT Omega in meinem YouTube-Kanal. Einem Wheelstand um 140 € stand ich zuerst skeptisch gegenüber, aber dies war eigentlich unbegründet. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ordentliche Stabilität, gute Verstellmöglichkeiten und eine sehr stabile Bürostuhl-Halte-Bracket-Verbindung und wie erwähnt ermöglicht dieses stabile Bracket höhere Bremskräfte, ohne gleich zu kippelig zu werden. Fairerweise muss erwähnt werden, dass hier der sehr stabile Element Series Bürostuhl mit perfekt einrastenden und sehr großen Rollen seinen Teil dazu beiträgt. Der damalige von mir getestete Next Level Racing Wheelstand VDD 2.0 hat in Sachen Preis-Leistung in meinen Augen das Nachsehen. Das Bürostuhl-Bracket hat GT Omega deutlich stabiler und gleichzeitig flexibler ausgeführt. Der Shifterhalter muss nicht, wie beim Next Level, mitgeordert werden und der Preis von 140 € ist fürs Gebotene im Moment der Benchmark in Sachen Wheelstands, zumindest in meinem Kanal, den sich GT Omega in meinen Testläufen verdient hat. Vor dem Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom heute vorgestellten GT Omega Portfolio haltet. Und ich würde mich klarerweise wie immer über einen Like und ein Abo freuen. Kapitel Nummer 13, ein Ausblick. Weiter geht's mit den weiteren Peripheries rund um die SimRacing Expo und einige wirklich spannende neue Produkte sind bei mir im Zulauf. An diesen Videos arbeite ich bereits. Vielen Dank mal wieder fürs Dabeisein und ich freue mich aufs nächste Review mit euch und für euch. Liebe Grüße von eurem Ron.